Mit diesem Video zeigen wir euch, wie man einen Venturi-Brenner ohne Löten, Kleben oder Schweißen bauen kann. Mit diesem Brenner, der ca. 30 bis 40 Euro kostet, kann man ohne Industriesauerstoff Eisen zum Glühen bringen. Er ist gut geeignet für eine kleine Gasesse. Die benötigten Teile: eine Reduziermuffe, ein 1/4 Zoll auf 1 Zoll, ein Doppelnibbel 1 Zoll, eine Reduziermuffe 1 Zoll auf 3/4 Zoll, ein Rohrdoppelnibbel 3/4 Zoll 150 mm lang, ein Reduzierstück 1 Zoll auf 3/4 Zoll, ein T-Stück 1 Zoll auf 1/2 Zoll, ein Reduzierstück 1/2 Zoll auf 3/8 Zoll, ein Reduzierstück 3/8 Zoll auf 1/4 Zoll, ein Doppelnibbel 1/4 Zoll, ein 90° Winkel 1/4 Zoll, ein Kugelhahn 1/4 Zoll, ein Doppelnibbel GOK Gasschlauchverbinder 1/4 Zoll Rechtsgewinde auf 3/8 Zoll Linksgewinde, eine Schweißstromdüse 25 mm x 0,8 mm, eine Maschinenschraube M10 x 80, ein Ablaufventil 1/2 Zoll, ein paar Werkzeuge, die fast jeder Heimwerker zu Hause hat, ein Windeisen, eine Blechschere, ein Körner, ein Metallbohrer 5 mm, ein Gewindebohrer M6, ein Gewindebohrer M10, eine Bohrmaschine, am besten eine Ständerbohrmaschine, ein Schraubstock und Teflonband. Wir spannen die Maschinenschraube im Schraubstock ein und sägen den Kopf ab. Der Stumpf wird gerade gefeilt und entgradet. Auf der Gewindeseite der Schraube wird in der Mitte gekörnt. Man bohrt in die Maschinenschraube mit dem 5 mm Bohrer 70 mm hinein, sodass 10 mm der Schraube übrig bleiben. In unserem Fall hat der Bohrer auch 80 mm, sodass noch 10 mm übrig bleiben, um ihn in der Bohrmaschine einzuspannen. Wir machen zwei Markierungen, eine bei 15 mm und eine bei 37 mm. Bei 15 mm wird gekörnt. Und anschließend an dieser Stelle mit dem 5 mm Bohrer bis zum inneren Kanal gebohrt. In dieses Loch schneiden wir ein M6-Gewinde. Zum rechtwinkligen und zentrierten Gewindeschneiden wird der Gewindebohrer in die Ständerbohrmaschine eingespannt. In das Bohrloch kommt etwas Öl, am besten Schneidöl. Dann werden ein paar Umdrehungen gemacht. Mit dem Windeisen kann man dann das Gewinde fertig schneiden. Wir kommen zum 1/4 Zoll Doppelnibbel. Diesen spannt man ebenfalls zum rechtwinkligen und zentrierten Gewindeschneiden im Maschinenschraubstock der Ständerbohrmaschine ein und schneidet mit dem M10 Gewindebohrer ein paar Umdrehungen. Um dann am Schraubstock mit dem Windeisen das Gewinde fertig zu schneiden. Jetzt spannt man das Reduzierstück 1/2 Zoll auf 3/8 Zoll im Schraubstock fest und dreht es mit Teflonband ein. Ebenso mit dem Reduzierstück 3/8 Zoll auf 1/4 Zoll.
Der 1/4 Zoll Doppelnibbel, in den wir schon das M10-Gewinde geschnitten hatten, wird auch mit Teflonband eingedreht. Die zwei Reduzierstücke, 1/2 Zoll auf 3/8 Zoll und 3/8 auf 1/4 Zoll, schraubt man ineinander. Den 1/4 Zoll Doppelnibbel ebenso. Die zuvor bearbeitete Maschinenschraube M10 wird mit Teflonband eingedreht. Die Maschinenschraube wird durch die zwei Reduzierstücke in den Doppelnibbel gedreht. Bis die Maschinenschraube am anderen Ende bei dem Doppelnibbel erscheint und die zuvor gemachte Markierung verschwindet. Diese 4 Teile schraubt man mit der Maschinenschraube zuerst in das T-Stück. Bis das M6-Gewinde ziemlich in der Mitte des T-Stücks ist. Jetzt wird die Schweißstromdüse mit Teflonband eingedreht. Dafür schneidet man 10 cm Teflonband etwas dünner. 4 Umdrehungen genügen. Diese Schweißstromdüse schrauben wir dann in das M6-Gewinde in der Mitte des T-Stücks. Als nächstes wird der Rohrdoppelnibbel auf beiden Seiten mit Teflonband eingedreht. Gleichfalls mit dem Reduzierstück 1 Zoll auf 3/4 Zoll. Auf die Seite, in die man die Schweißdüse eingeschraubt hatte, schraubt man das Reduzierstück. Und in dieses den Rohrdoppelnibbel. Ans andere Ende des Rohrdoppelnibbels schraubt man die Reduziermuffe 1 Zoll auf 3/4 Zoll. Und in diesen ohne Teflonband den 1 Zoll Doppelnibbel. Genauso ohne Teflonband die Reduziermuffe 1/4 Zoll auf 1 Zoll. Jetzt schneidet man das Ablaufventil kleiner, bis es in die Reduziermuffe passt.
Jetzt kommt man zum Gasanschluss. Den GOK Gasschlauchverbinder dreht man auf dem 1/4 Zoll Rechtsgewinde mit Teflonband ein. Ebenfalls den Kugelhahn. Der 90-Grad-Winkel wird auf den 1/4 Zoll Doppelnibbel geschraubt. Und in den 90-Grad-Winkel abermals den Kugelhahn. Jetzt fehlt nur noch der GOK Gasschlauchverbinder. Zum Schluss fehlt nur noch das Gas. Zum Anzünden muss man den Kugelhahn nur leicht öffnen und die Luftzufuhr zuhalten. Ein 12 mm Vierkantstahl wird mit dem Venturi-Brenner nach ca. 1 Minute und 46 Sekunden rot glühend. Danke fürs Zuschauen.